Herzlich willkommen bei Heytex, Peter. Freut mich sehr, dass du hier bist und uns ein bisschen was vielleicht aus der Geschichte erzählen kannst. Und stell dich doch einfach mal bitte selber vor. Ja, Peter Sandl, von Anfang an bei Heytex dabei, aber wie es dazu kam, wollte ich mal kurz erzählen. Also ich selbst bin über den zweiten Bildungsweg hochgekommen, mittlere Reife. Eine Lehre als Maschinenschlosser lässt ja jetzt noch nicht so sehr Softwareentwicklung vermuten. Nein. Nach einem Studium an der Ingenieurschule in Karlsruhe, Fachrichtung Fernwerktechnik hieß es damals. Und ich hatte während dem Ingenieurstudium einen Programmierkurs in Allgäu 60 gemacht, auf einem SUSE-Rechner, der heute im ZKM steht. Das war ein Gerät mit einem Lochstreifenleser als Eingabemedium. Das heißt, die Programme wurden auf dem Fernschreiber erstellt. Einfügungen im Programm waren nicht mit Editor, sondern mit Schere und Tesafilm. Und die Übersetzungen mussten dann durch mehrere Läufe dann durch den Lochstreifenleser da durchgejagt werden. Ne? So war das. Und das war sozusagen mein Background. Ich hatte aber damals schon eigentlich vor, noch ein Studium anzuschließen, was ich dann auch gemacht habe von 72 bis 77 an der Universität Karlsruhe. Das war der erste Informatikstudiengang, den es da gab. Jetzt muss man sich aber Folgendes vorstellen: Zum damaligen Zeitpunkt haben eigentlich Firmen begonnen, überhaupt mal sich mit Elektronik oder mit Rechnertechnik zu befassen. Und dann eben ab 78, vielleicht sollte man noch dazu sagen, es gab davor ja noch einen anderen Standort. In 78 gab es nämlich auch einen Umzug noch. Und zwar sozusagen zum Zeitpunkt der Firmengründung war also der Firmensitz in der Ritterstraße. Dort war schon ziemlich eng immer, ne, und es war schwierig, diese Entwicklungsarbeiten dort durchzuführen. Da sind öfters die Sicherungen rausgefallen, wenn man irgendwas gemacht hat. Und naja. Und ab 78, also zum 1.78 sind wir dann auch umgezogen in die Steinstraße. Und von dort hat dann eigentlich praktisch die Entwicklung begonnen. Ne? Und Status am 1. Januar 78 war, es gab einen Kunden, das war dann die Firma Siemens, für die wir das Textsystem 580 gemacht haben. Mhm. So, also jetzt passt der Post. Genau, das war also praktisch, das kann man jetzt hier drauf erkennen. Ne? Das war also relativ, also zum Transport von dem Ding musste man schon zu zweit sein. Ja. Das war also schwer alles. Gell? Obwohl als Prozessor da nur ein 8080 drin war. Das war also der erste. Und gespeichert wurde auf diesen riesen Floppies damals. Das waren, ganz genau, das waren zunächst mal 128 Kilobyte Floppies, ja. Und das wurden dann irgendwann, glaube ich, mal 256, das war so das Maximum. Aber sagen wir so, wenn man sich das jetzt mal anschaut, wie das aussieht, wird einem ja nicht bewusst, was damals alles notwendig war, um sowas überhaupt entwickeln zu können. Ich meine, heute ist das was anderes. Heute hat man seinen Rechner, da ist ein Betriebssystem drauf, da sind die Debugger da, die Hochsprachen und alles. Da müssen sich, sagen wir, die Entwickler ja nicht mehr um diese Details kümmern. Aber das war da nicht was anderes. Ne? Man hat eine Hardware gekriegt und da hieß es, das müsste funktionieren und da müsste jetzt eine Software irgendwie da drauf bringen. Ja. Und da habt ihr ja ganz wilde Hilfsmittel auch gehabt. Ja, also ich glaube, da ist sowas zu zeigen zum Beispiel. Das ist so ganz früher. Und zwar, das war eigentlich das System, Knipsmühle hieß das Teil damals bei uns. Das war dafür notwendig, um überhaupt, die Hardware unter Kontrolle zu bekommen, solange man nicht so etwas wie einen Debugger irgendwie vernünftig am Laufen hatte. Ne? Also, ich sag mal, das muss man sich einfach mal vorstellen. Man kriegt eine Hardware und hat noch keine Software. Ne? Das ist nicht so ohne. Gell? Ja. Und mit diesem System konnte man halt schon mal Folgendes machen. Und da wird die Sache ein bisschen anschaulicher. Man konnte sozusagen den Rechner, also wenn das der Rechner ist, mit dem 8080 da drauf, konnte man diesen Rechner schrittweise, das heißt Befehl für Befehl, ablaufen lassen. Also im Grunde genommen, der 8080 hat bei der Adresse 0 angefangen, das war
sozusagen ein Standard. Ne? Und dann konntest du praktisch mal sagen, naja, die ersten 5 Befehle habe ich wahrscheinlich mir richtig überlegt, das tue ich jetzt mal da rein und setze mal da einen Haltepunkt auf die Adresse 5 und tatsächlich, der kommt dahin. Und so hat man sich, sagen wir mal, langsam schrittweise weitergearbeitet. Und natürlich hat man in den Anfängen relativ schnell sogenannte Debugger, hießen sie damals glaube ich noch nicht, Stoppprogramm war so ein Begriff, quasi einfache Debugger entwickelt, mit denen man praktisch, sagen wir mal, sagen konnte, ich möchte jetzt zu diesem Haltepunkt laufen und dann möchte ich mir den Speicherinhalt da angucken und so weiter. Das hat man gemacht und nachdem die dann mal liefen, brauchte man das Gerät nur noch, um Fehler zu finden, die man praktisch mit dem Debugger nicht gefunden hat, weil irgendwann das System abgestürzt ist. Ne? Also in dem Moment, wenn man die Kontrolle verloren hat über seine Software, gab es natürlich nur noch die Möglichkeit zu gucken, war irgendwas überschrieben oder was, jetzt mal gucken, wer schreibt denn da auf diese Adresse. Nach der Knipsmühle hat man dann schon auch weitergeschaut mit Debuggern oder gab es da noch Softwareprojekte dazwischen? Ja, es war natürlich so, sagen wir waren stark ausgelastet mit dem Textsystem, aber wir hatten natürlich die Absicht, die Firma sollte ja wachsen. Ne? Und wir wollten natürlich die Abhängigkeit von einem Kunden natürlich reduzieren. Und das hat eben dann dazu geführt, dass wir dann in der Folge zur Firma Bosch gekommen sind, allerdings auch über Zwischenschritte. Daraus ist ein Automatisierungssystem mit einer grafischen Entwicklung entstanden. Ne? Also da hat man eben, das ist eigentlich für heutige Begriffe ziemlich unvorstellbar, ne? Auf der Basis von 8-Bit-Rechner, ich weiß gar nicht, ob dort schon das Betriebssystem CBM80 die Grundlage war oder noch gar kein eigenes Betriebssystem, hat man eine grafische Eingabe realisiert. Also grafische Programmierung. Ich habe da mal was mitgebracht. Im Endeffekt war das dann die Funktionsplansprache Fubla, die als Automatisierungsmittel für grafische Programmierung gemacht wurde. Und da haben wir damals als HITEX die gesamte Software dafür entwickelt für dieses System. Und das war diese Funktionsplansprache hat zum Beispiel die Eigenschaft, dass man parallele Prozesse beschreiben kann. Das war also für diese Zeit damals schon enorm und das wurde auch alles in Assembler entwickelt. Das muss man auch wissen, weil von der Leistungsfähigkeit der 8-Bit-Mikroprozessoren war es auch gar nicht möglich. Hochsprachen gab es dann schon, PLM. Kenne ich von 8051 damals, war das erste. Genau, das gab es schon, aber das war natürlich so ineffizient, dass die Performance dieser 8-Bit-Prozessoren total runtergebracht hat. In dem Bereich haben wir sehr viel gemacht. Wir haben auch für eine Reihe anderer Firmen dann gearbeitet. Also das Ziel war eigentlich, praktisch die Basis zu verbreitern. Am Anfang ausschließlich natürlich Softwareentwicklung. Und die erste Hardwareentwicklung, die dann gemacht wurde, die ja sozusagen der Übergang von der reinen Software dann zur Hardware und Software ging, war praktisch, das erste war eine 16-Bit-CPU für dieses Automatisierungssystem auf der Basis 8086. Das ist aber dann schon ein bisschen später. Das war ein bisschen später, ja. Was wir auch noch gemacht haben, ich war auch für Siemens damals, da hat man einen, der Nachfolger für Anschreiber, muss man sagen, war dann eigentlich einmal Teletext und dann Bildschirmtext. Das waren so Ideen, genau, die man da haben wir auch Entwicklungen gemacht, wo es dann darum ging, Systeme zu entwickeln, softwarebasiert dann und Hardware, die quasi genauso sicher sind wie die reinen Fernschreiber, die ziemlich sicher sind. Also, ja. Naja, also es ging dann weiter und wir haben uns dann Gedanken gemacht, was kann man tun? Und waren eigentlich relativ bald der Meinung, dass es eigentlich möglich sein müsste, in Serial-Emulatoren zu machen, die bei weitem nicht das kosten, was der Intel-Emulator gekostet hat und mindestens dasselbe können. Und wenn man so will, war das eigentlich die Grundidee von dem Ganzen. Und was eben dann noch dazu kam,
wo wir uns auch unterschieden haben von jetzt diesem System, dass wir relativ früh auf die serielle Schnittstelle gesetzt haben. Wir haben dann gesagt, gut, unser System soll basieren auf einem Personal Computer, den Begriff, den gab es dann schon. Und zunächst waren ja nur 8-Bit-Systeme im Markt. CP/M war damals das Betriebssystem der Wahl. Das war noch vor MS-DOS. Ne? Und sagen wir, die erste Idee, die wir hatten, war ein Emulator für den 8085 und den über serielle Schnittstelle anzuschließen. Und daraus ist auch der Name Teletest entstanden. Also Tele war sozusagen die Telekommunikation, wenn man mal so will, zwischen dem PC und dem Emulator. Das war eigentlich die Idee. Ne? Und wir haben eben dann parallel zu den Entwicklungen im Kundenauftrag dann begonnen, mit dem Teletest 85 quasi den ersten In-Circuit-Emulator zu entwickeln. Das war für 8085, also für den Intel-Baustein. Ganz genau. Wir haben im Museum noch einen für den Teletest Z80, was so fast zeitgleich, glaube ich, war. Das war dann von Zilog. Ja. Da sieht man auch die serielle Schnittstelle. Da ist eigentlich noch schön dran. Also hier war es ja noch so, dass praktisch der zu emulierende Prozessor da vorne saß und das Gerät da hinten. Das ist richtig, Z80 war ein zweiter Prozessor, also gerade die 8-Bit-Prozessoren zum damaligen Zeitpunkt, also 8080, dann der Nachfolger 8085. Und dann kam von Zilog irgendwann der Z80, der eigentlich in allen Punkten besser war als der 8085, sich aber trotzdem nicht so am Markt durchgesetzt hat. Wie oft eben. Kam halt ein bisschen später. Kam ein bisschen später. Ne? Und das waren also sozusagen die ersten Produkte, die wir entwickelt haben. Und mache jetzt mal ein bisschen einen Sprung. Wir sind in der Zwischenzeit, muss man auch wieder umziehen. Wir sind weiter gewachsen und sind dann praktisch gezogen an den Storenacker in Karlsruhe im Industriegebiet. Und dort hat dann eigentlich im Wesentlichen die Entwicklung dann der 8-Bit oder der Emulatoren dann stattgefunden. Ja. Und dann war natürlich das Bestreben, das entsprechend weiterzuentwickeln. Und es gab dann die Idee, also 1983 war die Vermarktung der 8-Bit-Emulatoren. Und da haben wir schon begonnen, dran zu arbeiten, auch zu überlegen. Für 16-Bit, 8086 war natürlich dann in der Zwischenzeit ein großes Thema. Alle, die das irgendwie konnten, sind dann umgestiegen auch auf den 8086. Und da war mal Teletest 16 war dann das ganz große genau. Produkt. Da haben wir, guck mal hier, wir haben im Museum einen gefunden, der ist in Gold. Das ist der Tausendste. Oder sagen wir, das Besondere an dem Ding, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, war dieses Teil. Das hat uns viele schlaflose Nächte bereitet, weil die Herstellung von diesem flexiblen Anschluss da, das war schwierig, die sind dauernd kaputt gegangen oder schon der Produktionsprozess ist misslungen oder weiß ich was. Das war beim 8086 noch einfacher, der hatte ja noch das Stillgehäuse, ne? Da konnte man noch quasi mit dem Stecker da rein. Das war beim 186, um den handelt es sich ja wahrscheinlich, ne? Ein bisschen anders. Ne? Ja. Und gut, das Gerät wurde dann 85 auf der Messe vorgestellt. Ich glaube 84. Genau, auch die Technik war ja damals ganz anders. Ich habe noch ein anderes Gerät gefunden in unserem Museum. Da kann man nämlich schön reingucken auch. Und zwar, da sieht man noch, wie das so alles aufgebaut war damals. Das ist jetzt ein Teletest 51. Genau. Das war im Prinzip die ersten erfolgreichen 8-Bit-Microcontroller. Ja. Und da sieht man, dass da ganz schön viel digitale Technik drin war. Ja. Alles einzeln. Ja, das ist richtig. Und beim T16 war das nicht anders. Wobei, ich glaube, es etwas geordneter war es dann schon im T51, weil da natürlich schon mehr Know-how im Emulatorbau dann eigentlich auch da war. Ne? Der kam dann rund 2 Jahre nach dem T16 ungefähr, so habe ich es in Erinnerung. Ja. Ne? Es war immer schwierig halt, sagen wir, abzuschätzen, welche sind jetzt die Prozessoren, für die dann so viele Entwicklungen gemacht werden, dass auch die entsprechende Zahl von Emulatoren dann zum Einsatz kommt. Und das war ja auch ein sehr erfolgreiches Gerät. Und
Ja, das ist toll, das haben wir damals gemacht, dass man durchgucken kann, dass die Leute auch gesehen haben. Für die Messe, wie aufwendig das auch alles ist. Ja, genau. Und ich meine mich zu erinnern, also für den 8051 gab es ja damals den PLM 51 Compiler, und dann hast du mal mit dem Reinhard Keil auch mal intensiv über die Problematik diskutiert. Mit Reinhard Keil, wo eine sehr frühe Geschäftsbeziehung begann. Das war noch vor dieser Aktion mit dem Compiler, wo wir über Betriebssystem geredet haben, wo man dann auch Entwicklungssysteme auf PCs bauen wollte, und da hat er auch ein Betriebssystem gemacht. Ich habe zum Beispiel mit Keil, da war der noch, hat er sein Office noch in seinem Haus gehabt, ne? Hatte ich schon Kontakt, ne? Und habe mich mit ihm getroffen, und weil das hat sich natürlich dann im Laufe der Zeit gezeigt, dass die reine Assembler-Programmierung ist insofern halt, das haben nicht so viele Leute beherrscht. Ne? Und die Leute, die dann neuer von den Ausbildungsstätten nachkommen, haben dann eher Hochsprachen gekannt, und die haben sich dann doch leichter getan in der Programmierung. Und insofern war das dann erfolgreich. Ne? Und wie war das jetzt mit der ersten echten Niederlassung, die gegründet wurde in UK? Ja gut, das war dann der erste Schritt sozusagen, das Auslandsgeschäft jetzt nicht nur auf Distributoren aufzubauen, sondern auf eine eigene Niederlassung. Auch für die Ausweitung des Geschäfts in andere Richtungen. Das war dann, das muss man vielleicht jetzt mal einfließen lassen, wir haben natürlich, das haben wir nicht nur die eigenen Produkte entwickelt und weiterentwickelt, sondern es gab ja dann auch diese Akquisition der Contron Development Tools. Das war, glaube ich, 94 auch, wenn ich es richtig weiß, wo die Firma Contron, die ja heute noch sehr aktiv ist, damals beschlossen hat, ihre Development Tools Aktivitäten zu veräußern. Und da haben wir dann auch zugegriffen und haben praktisch mit dem Erwerb dieser Firma, die in Eching bei München war, praktisch unser Produktportfolio erweitert. Es war auch so, das war insofern wichtig, weil der Bau der Emulatoren ist im Laufe der Jahre immer schwieriger geworden. Und sagen wir mal, was mit dem 8086 und mit dem 186 noch ganz gut ging, das hat im Prinzip mit dem 286 schon angefangen, dass man ohne Spezialchips die Dinger eigentlich fast nicht mehr bauen konnte. Und Contron hatte aufgrund der Tatsache, das war nämlich, wenn ich es richtig weiß, damals noch eine BMW-Tochter, andere Geschäftsbeziehungen zur Firma Intel. Und war insofern dann in der Lage, oder haben dann von Intel auch die Spezialprozessoren die Bondau-Chips. Die sogenannten Bondau-Chips, auch für den Pentium damals, der Nachfolger. Es gab ja 386, 486 und dann kam irgendwann der 586, der hieß nicht so, das war die Pentium-Linie. Und für diese Prozessoren war es praktisch unmöglich, Emulatoren zu bauen ohne diese Spezialchips. Ja. Gut, und natürlich, es gab dann auch eben diese Entwicklung, die das Emulatorgeschäft stark beeinflusst hat. Es waren zunächst mal die fehlenden Bondau-Chips, und das hat natürlich letzten Endes auch dazu geführt, dass auch die Halbleiterhersteller immer mehr dazu übergegangen sind, Grundfunktionen des Debugging auf die Chips zu integrieren. Ja, mit den höheren Frequenzen ging das gar nicht mehr anders. Das hat sich dann sukzessive eigentlich das dahingehend entwickelt, dass es eben Testhilfsmittel geben musste, die praktisch dem Rechnung tragen oder das ausnutzen, was standardmäßig zur Verfügung gestellt wurde. Und dazu haben wir dann auch so Ende der 90er Jahre, glaube ich, war das dann, den Tanto entwickelt, der vielleicht heute noch eine gewisse Rolle spielt. Ich weiß es nicht genau, wie. Spielt noch eine Rolle als Spezialemulator für besondere Chips. Okay. Immer noch. Jetzt, wo der Tanto heute eingesetzt wird, da wird praktisch ein Prozessor in ein großes FPGA reingeladen. Also praktisch wirklich alles als Soft-Prozessor sozusagen. Okay. Ja. Gut, da sind halt die Möglichkeiten heute ganz andere. Ne? Auf jeden Fall damals war das dann ein weiterer Schritt in der Produktentwicklung, kann man sagen, ne? Der Tanto, und es gab ja dann auch sehr stark die Entwicklung in Richtung ARM-Prozessoren, die wohl heute eine relativ große Rolle spielt. Ja. Ist sehr viel ARM-basierend, ist ganz klar. Es gibt natürlich schon noch mit Intel
Prozessoren, jetzt Steuerung und alles Mögliche, aber jetzt klassisch Microcontroller-Technik kommt jetzt nicht von Intel, sondern das sind die ganzen anderen Hersteller, auch wie unser Mutterkonzern Infineon, die natürlich auch auf ARM-Cores oder eigenen Cores natürlich was machen. Ja klar, das ist klar. Es ist auch eine lange Zeit, wie gesagt, von der 50-jährigen Heidix-Geschichte habe ich die Hälfte grob mitgemacht. Da hat sich einiges getan. Ich habe darüber jetzt ein bisschen berichtet. Vielen Dank für diesen Rückblick in die Ursprünge von Hightex und vielen Dank auch für deinen Besuch. Danke, es hat mich gefreut, ja, dass man an mich gedacht hat, auch nach so langer Zeit. Ja, klar. Und, ich habe das gern gemacht und ja, wenn noch irgendwelche Fragen in der Zukunft sein sollen, die niemand beantworten kann, ja, dann fragen wir dich. Kann man ja mal versuchen, ob ich es vielleicht weiß. Okay, vielen Dank, Peter. Ja, habe ich gern gemacht, ja.